Heute wollen wir uns etwas auf humorvolle Art mit dem Land Irland auseinandersetzen. So ein Ziel, wo Leute gerne hinziehen, wenn es um die Frage Steuereinsparungen geht. Es ist aber nicht alles rosy pink dort, sondern es gibt auch so ein paar Dinge, über die man sich etwas bewusst sein soll. Und Sebastian wird seine Einblicke mit uns teilen. Sebastian, wenn man durch Irland läuft, würde man meinen, es ist ein sehr sportliches Land, denn viele junge Menschen rennen in Jogginghosen rum. Erzähl uns ein bisschen was dazu. Ja, ist absolut so. Also man muss sagen, auf die Damen trifft es jetzt nicht zu, aber die Herren in Irland, kann man sagen, jeder unter 30 läuft im Jogginganzug rum. Ja. Also das ist wirklich total verrückt, ja. Also wirklich, und man muss betonen, es hat nichts mit Sport zu tun, ist das richtig? Ja, es hat überhaupt nichts mit Sport zu tun. Es ist halt einfach dort die Mode und die denken halt, die irischen Männer, dass das besonders attraktiv ist, wenn man in so einem Plastik-Jogginganzug da rumläuft. Dann meist noch mit Reißverschluss und dann noch 3 Adidas-Streifen und so, ja. Also die finden sich total wahrscheinlich attraktiv damit. Ja, es ist wirklich frappierend. Da ist wirklich ein kompletter Styleverlust doch zu beklagen. Wie gesagt, bei den Damen ist es eigentlich komplett das Gegenteil. Die achten sehr auf sich, ja, wie überall. Ja. Aber eben, also die Männer, da ist doch wirklich lässt doch einiges zu wünschen übrig. Ja. You have been warned. Das andere, was dir aufgefallen ist, wenn es um Sehenswürdigkeiten geht. Und da ist eine Sehenswürdigkeit, die den meisten Leuten wahrscheinlich nicht so ins Auge fallen würde, wenn man über Irland nachdenkt. Aber erzähl uns ein bisschen was dazu. Ja, das ist total verrückt. Also es gibt ja in Dublin in der O'Connell Street das sogenannte GPO, das General Post Office, auf Deutsch würde man sagen, das Hauptpostamt. Und Irland ist dann tatsächlich das einzige Land, was ich kenne, bei dem für jeden letztlich das Hauptpostamt, das GPO, ein stehender Begriff ist. Also es ist so wie in Berlin das Brandenburger Tor, kennt in Deutschland jeder. In Irland ist es das GPO. Ja, also ganz verrückt. Jeder weiß genau, was gemeint ist. Nicht, weil das Gebäude jetzt besonders faszinierend ist, also es hat so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund, denn ich sage mal so, die Revolution 1916, wo es um die Unabhängigkeit von UK ging, da waren die Revoluzer, hatten sich dort letztlich verbarrikadiert und deswegen ist es besonders wichtig. Aber dieses GPO, das wurde in Liedern besungen, was weiß ich küsste sie am GPO und so. Ja, also total verrückt, habe ich noch in keinem anderen Land gesehen. Kann ich dir nur zustimmen. Aber ich werde in Zukunft, wenn ich unterwegs bin, darauf achten, wie das Postamt überall aussieht. Künstler sind für Sie unglaublich interessant. Der Sachverhalt, dass in Irland Künstler keine Steuern zahlen. Ist das richtig? Ja, ist korrekt. Also natürlich wird hier sehr stark eingegrenzt, was Künstler ist, Schriftsteller, Maler und solche Dinge. Also das ist jetzt nicht, es ist nicht sehr frei, hier zu interpretieren. Also auch zum Beispiel ein Sachbuchautor gilt nicht als Künstler, ja, sondern ist wirklich also sehr eng. Da sind bestimmte Maximaleinkommen, ich glaube, es sind 50.000 € hier letztlich vorgesehen. Aber ja, also die genannten Personengruppen, die zahlen in Irland keine Steuern. Wow, das ist natürlich total interessant. Weißt du, was so der geschichtliche Hintergrund dazu ist? Ja, also ich glaube, die Iren, die lieben ja ihre Künstler. Ich meine, Irland ist das einzige Land, was ein Musikinstrument im Wappen hat, ja, die Harfe nämlich. Ja, hat man ja auch während Covid gesehen. Da war Irland eines der ersten Länder, die hier die Künstler hier besonders auch unterstützt haben. Ja. Während Covid. Jeder kennt ja die aus dem irischen Pub, das Singen und so weiter. Also ja, die haben eine besondere Verbindung zu ihren Künstlern, die Iren, und deswegen geben die wahrscheinlich diese Steuervorteile. Jetzt etwas, was wir Deutsche unglaublich befremdlich finden, was wir aber nicht nur aus Irland kennen, sondern auch aus England. Nein heißt Ja in verschiedenen Situationen. Erzähl uns dazu ein bisschen was. Ja, ich möchte mal eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, ich hatte ja, wie gesagt, selbst in Irland gelebt. Und ich lebte in so einem kleinen Ort, ich würde mal sagen 1000 Einwohner im Süden von Irland, also im Grunde in der Nähe von Cork. Und ich hatte so ein Herrenhaus gemietet für 750 € außerhalb dieses Ortes. Ja, also man muss sagen, der Bauzustand war schlecht. Die Heizungskosten waren 1500, aber die Miete war 450, obwohl die Tapete natürlich von den Wänden gekommen ist und so. Aber es hat mir und meinen Kindern sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, also da saß ich in diesem Haus, habe von zu Hause gearbeitet und gab es so eine lange Einfahrt, so 500 Meter lang. Und da kam auf einmal dann der Dorffahrer mit dem Fahrrad da die Einfahrt runter und unangemeldet und wollte mich dann mal begrüßen. Und wir saßen dann da im Kaminzimmer und ich hatte ihm dann Tee angeboten. Und er hat gesagt,
nein, danke, ich will keinen Tee. Und als Deutscher nimmt man das natürlich dann ernst, okay, er will keinen Tee haben. Aber hinterher habe ich dann eigentlich rausgefunden, dass das was ganz anderes ist. Also das ist im Grunde ein Spiel, was da gespielt wird, so ein soziales Spiel. Die Leute wollen gebettelt werden. Also wenn du Tee anbietest und dann sagt er dir, nein, ich will keinen Tee, dann erwarte im Grunde, dass er sagt, naja, komm jetzt trink doch einen Tee, komm, ich gehe so gerne in die Küche und mach dir einen. Dann wird er sagen, nee, also das ist viel zu viel Mühe, bloß kein Tee. Und dann musst du nochmal insistieren und sagen, also jetzt komm doch, ich trinke ja auch dann gerne einen mit. Und sagt er, okay, also wenn du dir auch einen Tee machst, dann in Gottes Namen, ich nehme halt einen, ja. So, also ich hatte, wie gesagt, dieses Spiel nicht drauf und habe dann einfach akzeptiert, dass er keinen will. Ich konnte dann sofort sehen, dass sich aus mir damals unerfindlichem Grund die Miene verfinsterte, ja, und der also offensichtlich absolut nicht damit gerechnet hat, dass jetzt hier ein Deutscher eben sagt, okay, ich nehme jetzt ein Nein für ein Nein, sondern er hat im Grunde gedacht, also der wird jetzt sich hier betteln, dass ich einen Tee will. Ja? Und das ist total typisch in Irland. Ja? Also das ist so wie so ein Tanz, den man so machen muss bei sozialen Anlässen. Und wenn man es nicht kann, dann wird man sehr schnell schief angeschaut. Das ist eine Gemeinsamkeit, die Iren mit den Briten haben, aber da hört es mit den Gemeinsamkeiten so ein bisschen auf, oder? Ja, also man könnte es zumindest meinen. Also es gibt ja so eine Hassliebe zwischen den Iren und den Engländern vor allen Dingen, und die ist natürlich begründet durch die Geschichte. Ich meine, Irland war ja, also der Süden Irlands war ja lange Teil des United Kingdom, bis eben letztlich dann in die ins frühe 20. Jahrhundert. Und die wurden unterdrückt. Die Iren, die durften zum Beispiel keine Grundstücke erwerben, keine Häuser kaufen. Ja, die durften ihre Religion nicht frei praktizieren. Also das war ja eine sehr negative Erfahrung. Deswegen sind ja auch so viele Iren dann nach Amerika geflohen. Ja. Und dadurch kommt letztlich diese komplizierte Situation zustande. Aber in der Realität natürlich sind es letztlich wie Brüder. Das heißt, die lieben sich. Irland hängt ja sehr stark wirtschaftlich auch am UK. Die Iren sind das einzige Land, die letztlich ohne irgendwelche Visa im UK auch leben können. Ja? Und umgekehrt natürlich auch. Also im Grunde genommen sind die sich sehr nah. Also aus meiner Sicht ist es so ein bisschen wie jetzt hier, ich würde nicht mal sagen unbedingt wie Deutsche und Österreicher, sondern eher so wie Preußen und Bayern. Ja. Also das ist alles irgendwo, man sieht da irgendwo viele Gemeinsamkeiten. Dieser ganze Nationalismus, ich weiß nicht, inwieweit der jetzt wirklich hier auf völkerrechtlichen oder sage ich jetzt mal völkergeschichtlichen Unterschieden eigentlich beruht, ja, oder ob das eigentlich nur zwei streitlustige britische Stämme sind, die sich hier historisch in die Haare gekriegt haben. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen über das Sozialleben sprechen. Beerdigungen und Hochzeiten. Zwei Ereignisse in einem Leben, wenn man in Irland lebt, wo man auf jeden Fall in irgendeiner Form davon betroffen sein wird. Erzähl uns ein bisschen über deine Erfahrungen, was diese zwei Events im Leben eines Menschen angeht. Naja, also es sind große Ereignisse, ja, absolute große Ereignisse, beide. Also da sind buchstäblich, selbst jetzt ich sage mal, bei Personen, die jetzt nicht vermögend sind, hunderte Gäste kommen da kommt die ganze Community zusammen. Wenn geheiratet wird, dann werden praktisch ein ganzes Hotel oder was weiß ich, 100 Hotelzimmer in so einem Hotel ausgebucht. Es fließt natürlich Unmengen an Alkohol. Die trinken ja alle bis zur Besinnungslosigkeit, die Iren. Also das Ziel ist, so schnell wie möglich total besoffen zu werden, ja. Ähnlich wie in England auch, deswegen schließen die Pubs um 11, weil um 11 ist jeder knalledicht, ja. In Irland genau das Gleiche und vielleicht noch schlimmer, ja. Und dann kommt es zu Schlägereien und so, und also es geht heiß her, impulsiv, emotional. Hat nicht immer sehr viel mit Pietät oder sowas und Würde zu tun. Aber es ist tatsächlich eben sehr, sehr bunt. Essen ist wahnsinnig wichtig. Die Leute sind gut gelaunt. Man geht gerne dahin. Das hat einen sehr hohen Stellenwert. Jeder putzt sich unheimlich raus, zieht sich wahnsinnig gut an. Das ist mal eine Situation, wo es die Männer keinen Jogging anziehen. Ich wollte gerade sagen, wie sieht es da mit den Jogginganzügen aus? Genau, jeder hat einen Anzug an. Ja, und auch viel Aufwand wird gemacht, ja. Oftmals dann mit Pferdekutsche wird hier dann der Sarg zum Friedhof gebracht und so. Also es ist ganz unwahrscheinlich. Ich meine, vor allen Dingen, es gibt ja dann in Irland auch die sogenannten Travelers, ja. Also das sind so
würde man sagen, sowas wie Gypsies oder früher hätte man gesagt Zigeuner, aber jetzt eben nicht unbedingt Sinti und Roma, sondern letztlich irischstämmige Travelers. Oder auch britische Travelers, und bei denen ist dann besonders extravagant, ja, also die haben dann wirklich, die ziehen dann alle noch Ballkleid an, da ist dann alle dann im Smoking oder im Wrack, ja, also ist es echt wahnsinnig, was hier dann den Gästen geboten wird. Was anderes, was sehr aufwendig zelebriert auch wird, ist Gaelic Football. Was sind deine Erfahrungen damit? Das wissen sehr wenige. Also in Irland wird ja kein Fußball gespielt, wie wir das aus Deutschland kennen, sondern die sogenannte Gaelic Football. Ja, das ist im Grunde ähnlich wie Rugby, nur noch mal 3 Ecken brutaler, und das wird dann nicht mit so einem Ei gespielt, sondern mit einem Fußball. Ja, also mit so einer Art zwischen Handball und Fußball, so ein Ding in der Mitte. Ja. Und das ist im Grunde der Volkssport Nummer 1. Das heißt, diese ganzen Stadien, die es ja gibt, auch in Irland, in Dublin zum Beispiel, die Großstadien, die sind nicht für Fußballvereine, wie wir sie kennen, aus Deutschland oder in anderen Teilen Europas, sondern eben spezifisch hier für den Gaelic Football. Ja. Ich hatte ja schon gesagt, also das ist auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig. Also es kommt regelmäßig hier auf dem Spielfeld zu ziemlich rabiaten Auseinandersetzungen, fast schon Schlägereien, aber das wird so hingenommen, akzeptiert, in gewisser Weise auch gefördert. Das ist Teil des Spektakels, das wollen die Leute gerne sehen. Und das ist auch im Grunde der Sport, der hier besonders von Jungs, also Frauen spielen es nicht, soweit ich weiß, aber von Jungs eben gespielt werden. Das hat einen ganz hohen sozialen Stellungswert. Also das Größte für eine Familie ist wenn der Sohn in so einem Team mitspielt, auch wenn es irgendein Lokalteam ist. Nun muss man sich ja wissen, Irland ist es sowieso eigentlich klein. Diese Vereine, die hatten oftmals auch so eine Sozialfunktion, wie wir sie kennen, letztlich aus Deutschland, vielleicht die Turnvereine früher, der Gaelic Football Verein. Die haben zum Teil ihre Mitglieder auch finanziell unterstützt. Also wenn da irgendjemand jetzt hier finanzielle Schwierigkeiten hatte, konnte er zu dem Verein gehen, sich dort Geld leihen, oder da wurden dann Spiele für den veranstaltet. Also eine ganz wichtige soziale Funktion auch, ja. Und es ist eben interessant, das ist ein Sport, den eigentlich niemand kennt außerhalb von Irland. Jetzt ein ganz ernstes Thema. Es geht um organisierte Kriminalität. Und da sagtest du, dass irische Banden im Prinzip die organisierte Kriminalität in Europa dominieren und nicht so die Clans und Banden, an die wir sonst als erstes denken. Erzähl uns was dazu. Naja, also wir denken immer, wenn wir jetzt an Bandkriminalität denken, organisierte Kriminalität, die Russenmafia, die Camorra und so weiter, ist aber gar nicht so. Also die Iren sind ja ganz vorne mit dabei, gerade bei Dingen wie Drogenschmuggel, Zigarettenschmuggel, aber auch Menschenschmuggel. Also da führen tatsächlich irische Banden. Es gab eine gewisse Zeit, schon einige Jahre her, da hatten rivalisierende Banden in Dublin, ich glaube, seit 2019, 20 hier regelmäßig gegenseitig abgeknallt, also in der Innenstadt von Dublin, ja, mitten am Tag. Ja. Also ganz, ganz, ganz furchtbar. Und hat natürlich damit was zu tun, dass die Westküste von Irland sehr zerklüftet ist, sehr wild ist, muss man sich vorstellen, fast 3000 Kilometer Küste, kann natürlich keine Polizei überwachen. Da kommen dann die Boote im Grunde an, zum Teil von Spanien, vollgeladen mit Drogen, Zigaretten, und von dort geht es dann oft nach UK, weil da ist ja keine Grenze, nach Nordirland, Südirland, UK. Heißt jetzt nicht, dass in Irland hier konkret, also gut, ich habe diese Schießereien erwähnt, hier unbedingt viel an die Oberfläche dringen. Das ist auch sicherlich eins der Erfolgsfaktoren von diesen Banken, dass sie sich eben so anpassen können letztlich, dass sie nicht auffallen. Jetzt der letzte Fakt, den wir besprechen wollen. Ich sitze hier in Deutschland und rede mit dir, und eine der Sachen, die in Deutschland natürlich ganz, ganz toll sind, ist das Autobahn- und das Schienennetzwerk. In Irland sieht es da ganz, ganz anders aus. Ja, genau. Also total interessant. Also Irland hat in den 60er Jahren komplett angefangen, das gesamte Schienennetzwerk im Grunde abzubauen. Die haben gesagt, naja, wer braucht noch einen Zug? Heute soll jeder Auto fahren, Züge braucht man nicht mehr. Und deswegen gibt es eigentlich in Irland sehr wenig Zugstrecken. Ja? Also es gibt eine von Dublin nach Cork, dann hat natürlich Dublin selbst einige Nahverkehrszüge, dann gibt es eine Strecke von Dublin da in den Westen runter. Ja? Aber außer diesen Hauptstrecken gibt es eigentlich sehr, sehr wenig Zug in Irland. Ja? Man sieht oftmals, wenn man an irgendwelche Orte kommt, da gibt es verlassene Bahnhöfe, zum Teil auch noch verlassene Gleisstrecken, Gleisstücke, die da noch liegen. Heute ist im Grunde genommen
wird viel mit dem Bus gemacht. Ja? Das heißt im Grunde genommen, die lokale Verkehrsanbindung, ja, an der einzelnen kleinen, vielen Dörfer und kleinen Städte, die es gibt in Irland, ist komplett mit dem Bus. Zum Teil kommt der Bus dann nur einmal am Tag, zum Teil in vielen kommt er dann auch mehrmals am Tag in vielen Städten. Aber das ist alles Autobus letztlich. Was Autobahn betrifft, genau das Gleiche. Ja? Also die Autobahn von Dublin nach Cork wurde vielleicht vor 10, 15 Jahren eröffnet. Dann gibt es noch Autobahnen von Dublin nach wieder in den Westen runter, da Limerick und sowas. Aber ansonsten ist nichts dort. Ja? Also wie gesagt, Irland ist jetzt nicht so groß. Man kann sich hier vorstellen, man ist letztlich in 4 Stunden überall auf der Insel mit dem Auto. Ja? Die Verkehrsanbindung ist wirklich nicht besonders gut. Gerade jetzt zum Beispiel von Ost nach West und so, fährt man auf kleinen Straßen, wenn man diese Strecke fahren will. Super. Sebastian, vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Ich denke, da werden jetzt manche Leute zuhören und sagen so, oh, Island-Bashing. Es gibt natürlich auch viele interessante, tolle Dinge über Irland. Was ist so dein persönliches Highlight, was das Land angeht? Die Küche wird ja nicht gerade oft gepriesen, aber man muss sagen, in Irland gibt es mittlerweile sehr interessante Restaurants, auch sehr viele interessante Restaurants, die zum Teil Michelin-Sterne bekommen haben. Ich denke jetzt gerade an den Südosten von Irland, ja. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Natürlich die Landschaft in Irland ist gigantisch schön, wenn man es gerne wild mag. Es regnet natürlich jeden Tag, also damit muss man sich zurechtfinden. Aber ja, also es hat so eine gewisse, ich habe ja schon öfter mal gesagt, Pfadfinderromantik, ja, das Land und ansonsten ist es wie in 50er Jahren, ja. Nostalgisch. Sehr schön. Sebastian, vielen, vielen Dank für diese ganzen Einblicke. Danke dir. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.